Hallo zusammen. Mein heutiges Thema sind die Rechte und Pflichten eines GmbH-Geschäftsführers. Bei einer GmbH sprechen wir von der Fremdorganschaft. Diese führt zu mehr Verpflichtungen und strafrechtlichen Bedrohungen als zum Beispiel bei der Eigenorganschaft einer Personengesellschaft. Heute geht es mir aber nur um die Fremdorganschaft. Das bespreche ich mit Tetje. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater aus Hamburg. Hallo Thomas, schön, dass du mich wieder eingeladen hast. Du hast eben gesprochen von Eigenorganschaft und Fremdorganschaft. Magst du das noch mal genauer erklären, was es damit auf sich hat? Ja, Fremdorganschaft ist bei Körperschaften wie GmbHs, Eigenorganschaft ist bei Personengesellschaften wie GbR, OAG, GmbH und Co. KG. Das mal vorweg. Was ist der Unterschied? Bei einer Personengesellschaft gibt es keine Trennung zwischen Gesellschafter und dem Unternehmen selber. Deswegen reden wir auch von Personengesellschaften, weil die Personen weiterhin im Fokus bleiben. Bei einer Körperschaft gibt es die Trennung zwischen Gesellschafter und natürlich Geschäftsführung, also dem Unternehmen. Und dadurch, das ist auch der Unterschied, bei einer Körperschaft ist nicht automatisch der Gesellschafter auch Geschäftsführer. Der muss erst bestellt werden. Das kann auch dieselbe Person sein, aber er muss sich dazu bestellen. Währenddessen bei einer Personengesellschaft ist man automatisch als Gesellschafter auch Geschäftsführer. Und so kommt es dazu. Bei Personengesellschaften reden wir von Eigenorganschaft und bei Kapitalgesellschaften oder Körperschaften reden wir von Fremdorganschaft. Okay, jetzt gehen ja mit der Geschäftsführung eines Unternehmens viele Verpflichtungen einher. Ich möchte aber erstmal über die Rechte eines Geschäftsführers einer GmbH sprechen. Ja, die Rechte sind, dass er quasi die Geschäfte im Innenverhältnis führt. Er macht also die Geschäftsführung, ist eine reine Sache im Innenverhältnis. Und das ist übrigens, sind zwei Sachen, die er darf, die Gesellschaft vertreten. Okay. Aber ich habe mal gehört, dass zum Beispiel ein Geschäftsführer jetzt ein Investment von beispielsweise 10.000 Euro oder über 10.000 Euro mit den Gesellschaftern abstimmen muss. Das kann ja jetzt im täglichen Geschäft irgendwie ganz schön aufwendig sein. Stimmt das so? Nach Gesetz ist das nicht so. Ein Geschäftsführer darf alles. Aber häufig beschließen die Gesellschafter mit den Geschäftsführern eine sogenannte Geschäftsführerordnung, wo sie im Innenverhältnis schreiben, ja, Geschäfte bis 10.000 Euro darfst du alleine beschließen, musst du uns nicht fragen. Über 10.000 Euro musst du dich abstimmen. Okay, aber wenn jetzt ein Geschäftsführer nach außen hin alles darf, ja, welche Pflichten hat er dann? Das ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich schon, oder? Ja, die Pflichten sind ja zum Beispiel diese Informationspflichten. Und macht er das nicht? Wie gesagt, nehmen wir dieses Beispiel mit den 10.000 Euro. Er kauft ein Auto für 30.000 Euro, hat aber nicht sich abgestimmt mit den Gesellschaftern. Das Geschäft ist wirksam. Die GmbH, die er vertritt, hat diesen Pkw für 30.000 Euro gekauft. Das Auto wird geliefert, die GmbH muss bezahlen. Da nützt dir die Geschäftsführerordnung gar nichts im Außenverhältnis. Aber jetzt kommen die Gesellschafter und sagen, hey, der Wagen hat mehr als 10.000 Euro gekostet, du hättest dich mit uns abstimmen müssen, das hast du nicht getan. Wenn wir so richtig überlegen, wir hätten dieses Geschäft auch nicht unterstützt, wir hätten dem nicht zugestimmt, dann muss der quasi das Geschäft rückabwickeln auf seine Kosten. Dann habe ich noch gehört von den Begriffen wie Treuepflicht und Kapitalerhaltungspflicht des Geschäftsführers gegenüber den Gesellschaftern. Ja, das ist richtig. Also Treuepflicht ist zum Beispiel, darf es nicht Geschäftsführer der einen und Gesellschafter der anderen Gesellschaft sein. Und Kapitalerhaltungspflicht ist dieses Beispiel mit dem Auto. Also du musst die Gelder der GmbH zusammenhalten, du darfst sie nicht frei verteilen. Und was du natürlich auch nicht darfst, ohne dich mit den Gesellschaftern abzustimmen, über das Maß der Geschäftsführerordnung zu handeln. Okay, aber nochmal zurück. Wenn du jetzt sagst, ein Geschäftsführer darf nicht Gesellschafter einer anderen GmbH sein, wie funktioniert es dann, wenn jemand zum Beispiel eine Holding hat und Geschäftsführer mehrerer Gesellschaften ist oder auch Gesellschafter mehrerer Gesellschaften? Ich meine, da gibt es ja unzählige Beispiele, wo es solche Konstrukte gibt. Ja, also das ist eine sehr gute Frage. Das ist sicherlich auch eine Frage an einen Gesellschaftsrechtler. Aber ja, genau, du hast genau diesen Punkt. Du bist Geschäftsführer und du bist vielleicht auch mehrmals Geschäftsführer. Das wiederum wäre nicht verboten, aber du bist vor allen Dingen an verschiedenen Gesellschaften Gesellschafter. Das widerspricht sich.
Das ist aber natürlich gesetzlich nur verboten per se. Du kannst davon freigesprochen werden. Also die Gesellschafter dürfen dich davon freisprechen. So wie wenn du im Arbeitsvertrag stehen hast, du darfst nicht nebenberuflich entgeltlich oder unentgeltlich arbeiten, dann kannst du ja von deinem Arbeitgeber auch davon befreit werden. Und so ist das hier auch zu sehen. Du musst es nur in der Akte haben. Also wenn du dieselbe Person bist. Das wollte ich gerade sagen, ne? Wenn ich jetzt Gesellschafter und Geschäftsführer bin, dann kann ich mich selbst quasi freistellen davon. Das solltest du auch tun. Ja, das ist ganz wichtig. Aber das kann ich doch im Grunde auch nachträglich tun. Also soll das jetzt mal irgendwie Ja, zum nachträglich. Verkauf kommen? Oder? Das nachträglich ist immer so eine Sache. Also da haben wir ja einmal das Problem mit der Rückwirkung. Dann haben wir das Problem, was ist, wenn dir mal was passiert? Du hast einen tödlichen Unfall. Dann wird gar nichts mehr nachträglich gemacht. Das wird schwierig. Ja. Okay. Aber als Gesellschafter und Geschäftsführer einer Person gehe ich ja auch nicht gegen mich selbst vor. Nee, das wäre, wäre ja Schwachsinn. Das passiert nicht. Aber was passiert, wenn du jetzt, sag ich mal, deine Firma verkaufst oder du insolvent gehst? Dann kommen ja neue Leute, die die Rolle als Gesellschafter einnehmen. Und die gucken sich natürlich genau diese Schwachstellen an und die gehen dann auf dich los. Ne? Oh je. Das kann dann übel enden. Ja, private Insolvenz, also solche Fälle haben wir. Jemand, der super erfolgreiches Unternehmen hat, mit 100 Mitarbeitern, hat das erfolgreich verkauft, war vor 15 Jahren und wurde dann in Regress genommen, genau durch diese ganzen Weil diese Notiz fehlte? Ja, diese ganzen Fehler. Das war natürlich ein Konglomerat aus vielen Sachen. Aber dann der Verkaufspreis war nachher weg und darüber hinaus hat er noch viel mehr zurückgeschuldet. Er musste private Insolvenz anmelden. Oh je. Und das war ein langer, langer Weg für ihn, bis der mal wieder auf den Füßen stand. Und nur, ich meine, der war ein erfolgreiches Unternehmen, hat das erfolgreich verkauft. Meinst du, der hat jemals damit gerechnet? Aber das sind die Punkte, ja. Achte auf den Formalismus. Und spielt keine Rolle, ob es ein Riesenkonzern ist oder eine kleine GmbH. Der Gesetzgeber macht da keinen Unterschied. Und wenn du Pech hast, und manchmal kann man gar nicht so blöd denken, wie man in diese Situation gerät, ja, dann wirst du dafür haftbar gemacht und musst dafür gerade stehen. Das klingt ja alles ziemlich apokalyptisch. Was empfiehlst du denn jetzt Geschäftsführern einer GmbH? Wie können sie sich denn überhaupt da absichern? Was sollen sie tun? Ja, also meine Empfehlung ist, erstmal sich selber schlau machen, was ihre Pflichten sind, die sie zu erfüllen haben. Ich habe darüber auch einen Blogbeitrag bei mir auf der Homepage, das sollte man sich mal angucken. Der ist nicht abschließend, aber es ist schon gut, was da steht. Ne? Und das andere ist, es gibt sogenannte D&O-Versicherungen, die der D&O heißt jetzt? D&O, Directors and Officers, die kann der Arbeitgeber für den Geschäftsführer abschließen. Darauf sollte man aber bestehen. Das gehört dann auch in den Arbeitsvertrag, dass man also sich sicher sein kann, dass der Arbeitgeber das für einen tut. Gut, man ist nachher Geschäftsführer, kann das selber auch machen, aber dass das auch wirklich übernommen wird. Also das sind so gute Absicherungen. Aber am Ende, du musst einfach wissen, was deine Pflichten sind. Ne? Das ist ja schon ein kleines Minenfeld. Soll ich denn überhaupt sowas also wenn jetzt so ein Angebot an mich herangetragen wird, möchtest du nicht Geschäftsführer der GmbH werden? So besonders attraktiv klingt das ja eigentlich nicht. Ne? Also ich kann nur auch sagen, große Vorsicht. Ich habe jetzt einige meiner Mandanten, die leitende Stellung haben, die sollen also zum CEO werden. Und die kommen zu mir und ich empfehle denen eigentlich, das abzulehnen. Sie können ja Prokurist werden. Dann dürfen Sie zwar nicht mit Immobilien machen, aber Sie dürfen ansonsten wie ein Geschäftsführer vertreten, häufig zusammen mit einem Geschäftsführer. Aber das ist ja nur noch eine Kleinigkeit. Aber Sie unterliegen nicht der Geschäftsführerhaftung. Ne? Ist ein großes Problem, ja. Ja, aber manchmal wird einem ja dann auch die Pistole auf die Brust gesetzt und wird gesagt, okay, du wirst das Geschäftsführer oder du fliegst. Ja, da muss man also abwägen. Ich meine, du verlierst vielleicht deinen Job, das sei mal dahingestellt, dass die es wirklich durchziehen. Ne? Also so, das ist ja auch Erpressung, bla bla bla. Aber ja, ob du das dann machst oder aber auch wirklich in diese Haftung gehst. Also wenn man sich mal anguckt, 2013, da gab es ja 5 Siemens-Vorstände, die sind vor Gericht gezogen worden, weil es 10 Jahre davor Unregelmäßigkeiten in Lateinamerika von den Zahlungsströmen gab. Der CFO, der war erst 3 Jahre im Amt, also 7 Jahre davor ist das passiert. Die wurden alle 5 verknackt und einer hat sich das Leben genommen. Oh je. Und das ist der Punkt. Wenn du Geschäftsführer wirst, du haftest nicht für alles, was ab jetzt passiert, sondern auch für die gesamte Vergangenheit. Du würdest auch die Bilanz unterschreiben.
Sofort. Obwohl, auch wenn die Bilanz eine alte Sache ist. Du stehst für alles gerade. Musst du gut überlegen. Ist die Frage, wann kann man dann überhaupt noch Geschäftsführer sein einer GmbH? Ja, ich meine, am Ende, wenn du das selber überblicken kannst, wenn du in große Konzerne einsteigst, ja, Risiko, ne, was soll ich sagen? Das kannst du nicht beantworten, diese Frage. Rein formal juristisch ist halt das Risiko da, dass dir sowas passiert, wie den Siemens-Vorständen. Auf der anderen Seite, wenn jetzt keiner mehr Geschäftsführer sein wollte, also ich weiß es nicht, man muss es nur wissen. Am besten hast du natürlich, wenn du den Überblick über alles hast von Anfang an und mit gutem Gewissen sagen kannst, ja, in diese also in deine eigene Gesellschaft beispielsweise, da werde ich jetzt Geschäftsführer. Ne? Welches Fazit kannst du also aus dem Ganzen ziehen? Geschäftsführung einer GmbH, ja oder nein? Ja, GmbH-Geschäftsführer zu sein, ist eine haftungsrechtliche Sache. Zivilrechtlich und strafrechtlich muss gut überlegt sein. Man sollte auch über Kombinationen mit Prokura nachdenken. Gestalten, schwierig. Die Haftung ist ganz klar geregelt, entweder im Gesetz oder natürlich durch viele, viele Urteile. Darüber sollten Sie sich auf jeden Fall im Vorfeld gut informieren. Ja, wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Thanks for watching.